Hallo Holzfreunde, heute für euch mal ein kleines Feierabendprojekt. Ich baue heute ein kleines Möbel aus Ahorn. Der Schwierigkeitsgrad ist nicht ganz so hoch. Ich setze allerdings sehr viele Werkzeuge ein. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Schauen von diesem Video. Ja, und darum geht's. Meine Frau möchte für ihren Lieblingsplatz ein kleines Beistelltischchen haben, um ihren Kaffee abzustellen. Ich natürlich sofort in die Werkstatt und dann ging es auch schon los. Ausgangsmaterial ist hier Ahorn, fertig gehobelt, einmal für die Tischplatte und einmal für die 3 Beine. 3 Beine, weil ein dreibeiniger Tisch kann nicht kippeln, steht immer sicher und ist dadurch auch einfacher zu bauen. Jetzt geht es erstmal an die Tischplatte. Damit die Tischplatte etwas breiter wird, verbinde ich diese. Und damit ich das leichter verleimen kann, ohne Höhenversatz, mache ich das mit Flachdübeln. Die Flachdübel setze ich nicht ganz nach außen, weil ich die Tischplatte nachher noch formatieren möchte. Und doof wäre natürlich, wenn dann ein Flachdübel seitlich rausschauen würde. Zusammengeleimt ist die Platte natürlich auch schnell, dafür nehme ich ganz normalen Leim. Nun alles schön pressen, damit der Leim wieder rausquillt. Nach dem Verleimen schleife ich die Platte von beiden Seiten grob vor und suche mir dann die schönste Seite für die Oberseite heraus. Die ist auch schnell gefunden. Der Clou ist jetzt, ich möchte keinen eckigen Tisch, sondern einen runden. Wie mache ich das? Mit der Bandsäge und einer Schablone. Für die Schablone säge ich mir jetzt eine Leiste zurecht, die genau in die T-Nut passt. Nun nehme ich mir ein planes Stück Restholz und zeichne mir die Position der Leiste einmal an. Und entlang der angezeichneten Linie klebe ich jetzt die Leiste auf. Die Leiste dient nachher als so eine Art Führungsschiene. Das Ganze habe ich jetzt noch mit 3 Schrauben gesichert. Und im rechten Winkel zur Führungsleiste montiere ich jetzt noch eine Anschlagsleiste. Bei laufender Maschine wird jetzt die Führungsleiste in die Nut gesteckt. Und die Vorrichtung wird jetzt bis zum Anschlag eingesägt, das heißt bis der Anschlag an den Tisch anstößt.
Rechtwinklig zum Sägeschnitt ziehe ich mir jetzt am Ende des Sägeschnittes eine Linie. Auf dieser Linie kann ich mir jetzt den Radius festlegen, den ich sägen möchte. Den markiere ich mir und bohre dann an der Stelle ein 5er Loch. Dort kommt dann so ein einfacher Tableauträger hinein. Auf der Tischplatte habe ich mir jetzt von der Unterseite die Mitte markiert und auch da kommt ein 5er Loch hinein, aber nicht durchbohren. Die Tischplatte wird jetzt einfach mit der Bohrung auf den Tableauträger gesteckt und lässt sich nun ganz leicht drehen. Nun die Vorrichtung wieder in die Nut schieben und bis zum Anschlag. Und dann drehen wir nur vorsichtig die Tischplatte. Und herauskommt, welch Wunder, eine perfekt runde Platte. Die Platte habe ich jetzt gedrittelt, 120 Grad, 3-mal. Und da bohre ich mir jetzt 6 Löcher für sogenannte Rampermuffen oder Einschraubmuffen. Die Zeichnung für dieses Projekt könnt ihr wie immer von meiner Internetseite herunterladen. Dort erfahrt ihr auch alles über die Werkzeuge, die ich eingesetzt habe. Und da gibt es wahrscheinlich auch für euch spannende Dinge zu entdecken. Nun fräse ich eine große 45 Grad Phase an die Unterseite der Tischplatte. Das ist dafür, damit die Platte von der Seite aus nicht so wuchtig aussieht. Eigentlich wird ja eine 60 Grad Phase rangefräst. Aber ich wusste jetzt nicht ganz, wie ich das bewerkstelligen soll. Wenn ihr eine Idee habt, dann schreibt das mal in die Kommentare. Ja, nun habe ich die Tischplatte fertig, noch ein bisschen schleifen. Nun kommen wir zum Untergestell und den dazugehörigen Beinen. Die säge ich mir jetzt hier auf Länge zurecht. Die Beine lasse ich ein Stück länger, ungefähr 10 cm, kürze ich nachher. Das Untergestell besteht aus 3 Teilen. Das nimmt nachher die 3 Beine auf. An denen habe ich mir jeweils 2 Bohrungen angezeichnet. Und da mache ich mir jetzt eine Stufenbohrung rein von 20 mm und 15 mm. Immer die große Bohrung zuerst. Ja, und die kleine 15 mm Bohrung hinterher. Übrigens, die große Bohrung ist nicht 20, sondern 25. Damit die Beine nachher in einem Winkel von 10 Grad von der Platte abstehen, säge ich mir an die Untergestellteile eine 10 Grad Schräge. Das säge ich mit so einer Sägevorrichtung, die ich mir selbst gebaut habe.
Und damit die Teile nachher auch zusammenpassen und auch von der Seite nicht unbedingt zu sehen sein sollen, gibt es noch ein paar zusätzliche Schrägen. Ja, und so sehen die 3 Teile nun aus. Auf der 10 Grad Schräge habe ich mir jetzt die Mitte angezeichnet. Da kommen die Bohrungen für die Beine rein. Um die 10 Grad Bohrung zu bewerkstelligen, habe ich mir einfach das Werkstück um 10 Grad gekippt in einen Schraubstock gespannt. So, und nun geht es ans Drechseln. Ich drechsel hier die Zapfen an die Beine für den Anschluss an das Untergestell. Das zeige ich mal hier im Schnelldurchlauf. Ja, und wie man sieht, passt es. Nun verleime ich alle 3 Beine. Alle 3 Beine säge ich jetzt auch mit einer 10 Grad Schräge auf gleiche Länge. So, und jetzt geht's ans Montieren. Die Füße werden jetzt einfach an die Tischplatte angeschraubt. Dadurch, dass die Bohrungen sehr groß sind, kann die Tischplatte auch noch ein wenig arbeiten. Ja, und fertig ist der kleine Beistelltisch. Jetzt noch ein wenig schleifen, etwas Klarlack und dann kann er mit einer Tasse Kaffee eingeweiht werden am Lieblingsplatz. Ich hoffe wie immer, dass euch das Video Spaß gemacht hat und ich wünsche euch eine schöne Zeit.